Servus, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin heute wieder im Windpark Biederbach. Heute ist der 11. Juni, 20:30 Uhr. Ich bin heute nochmal hierher gefahren, weil ich in der Zeitung gelesen habe, dass neue Teile für die E138 geliefert wurden. Insbesondere die Flügel. Die beiden anderen Anlagen, die E103, die E92, sind beide immer noch nicht am Netz. Das ist jetzt echt schon bestimmt 7, 8 Monate, dass die jetzt schon stehen. Die wurden im Oktober letztes Jahr errichtet und bisher leider immer noch nicht am Netz. Hier unten sieht man den Turm der E138. Im Vergleich zu den anderen Anlagen wesentlich tiefer liegend. Aber er wird ja auch 160 Meter hoch. Und da fahre ich jetzt gleich mal hin und schaue mir die Baustelle an. So, ich habe gerade versucht, an die Baustelle von der E138 ranzukommen, um mir die Rotorblätter mal von nahem anzugucken. Aber da steht leider der Security-Dienst. Das hätte ich mir eigentlich denken können. Naja, ich versuche mich jetzt mal von hinten an die Baustelle ranzuschleichen. Schlag mich mal durch die Büsche hier. Ja, vielleicht hätte ich auch den Security-Typ einfach mal fragen können, ob ich ein paar Bilder machen darf. Vielleicht mache ich das gleich noch. Naja, aber erstmal schlage ich mich mal hier durch die Büsche. Das ist auch ein bisschen abenteuerlich. Das Wetter ist noch schön, die Vögel zwitschern. So, dann biegen wir hier mal rechts ab. Hier sieht man schon schön den Turm. So, ich bin jetzt hier auf der Baustelle von der E138 und da liegen sie, die riesigen Rotorblätter. Mann, sehen die riesig aus. Ich kann leider nicht näher ran. Ich wollte eigentlich hier den Weg runterlaufen, aber hier unten steht jetzt der Security-Dienst. Deshalb habe ich mich von hinten angestichen und habe mich jetzt hinter dem Aushub, hinter dem Dreckhaufen hier versteckt. Hier ist der Max-Bögel-Turm. Ich sehe jetzt hier bisher nur 2 Rotorblätter. Ich hatte in der Zeitung gelesen, dass sie eigentlich alle 3 schon transportiert hätten, aber hier liegen bisher nur 2. Vielleicht liegt das andere auch in der Baustelle weiter oben bei der E103 oder der E92. Muss ich nachher mal gucken. Und was ich noch entdeckt habe beim Weg hierher sind Turmteile. Da will ich auf dem Rückweg mal noch anhalten. Und vielleicht liegt da auch schon eine Narbe und ein Maschinenhaus. Muss ich mal auf dem Rückweg gucken. Das liegt dann unten im Ort, wo die ganzen Teile zwischengelagert wurden. Da muss ich später auf dem Rückweg mal schauen. Ich versuche mich jetzt mal noch ein bisschen näher ranzuschleichen. So, hier ist die Antwort auf die Frage, wo wohl das dritte Rotorblatt abgeblieben ist. Ja, das steht hier einfach rum. Haben sie hier auf dem Feld geparkt? Keine Security hier, gar nichts. Der Selbstfahrer, da stehen ein paar Hütchen davor, aber witzig. Ich kam mir gerade um die Kurve und dachte, was ist das denn? Ja, und hier steht es einfach rum. Geiles Bild. Das Riesenblatt und dann im Hintergrund schön der Schwarzwald noch. Cool. Ich dachte, vielleicht fahren sie es heute Abend noch zur Baustelle, weil das Wetter heute endlich mal wieder schön ist. Aber ja, vielleicht haben sie es einfach hier abgestellt, als das Wetter schlecht wurde und jetzt steht es hier rum. Sehr witzig. So, hier bin ich jetzt vorne am Blatt. Mann, ist das ein Riesenteil, ey. Ist ja auch geil, dass sie einfach hier in der Pampa geparkt haben. Naja,
Klauen wird es ja keiner. Also es ist ja eigentlich sicher. Es ist ja hochgehoben, dass niemand an die Zacken dran kommt. Nur geil, dass überhaupt keine Security, nichts. Steht das einfach hier, als ich um die Ecke komme. Witzig. Hier ist auch ein ganz witziges Schild. Finde ich auch irgendwie sehr amüsant. Wiesen und Waldränder sind keine Parkplätze. Das war offensichtlich jemand, der Windräder nicht so mag. Ja, ich schätze mal, als die letzten Tage so schlechtes Wetter war, haben sie es versucht zu transportieren und haben es dann hier einfach abgestellt. Und dann geht es weiter, wenn das Wetter wieder besser ist. So, hier sieht man das Blatt jetzt nochmal in voller Länge. Das ist einfach so ein krasses Bild, ey. Einfach hier in der Pampa geparkt, wie so ein Kunstwerk. Hier nochmal einen schönen Blick auf den Schwarzwald. Hier hinten liegt dann irgendwo Freiburg. Noch eine E66 im benachbarten Windpark. Grillen sind am Zirpen. Krasser Scheiß, ey. Hier sieht man jetzt auch nochmal schön die Zackenbänder. Witzig, hier oben ist noch so ein kleiner Windrichter dran. Scheint um zu gucken, ob das, wenn das Blatt hochgestellt ist, wie die Windgeschwindigkeit ist. Schön die Zacken. Riesig dieses Teil. Krass. So, ich bin jetzt hier unten im Ort. Da, wo ich bei der Herfahrt die Turmteile gesehen habe. Das sind insgesamt 3 Turmteile. Das hier ist das dickste. Den größten Durchmesser, das ist wahrscheinlich das, was als nächstes auf den Turm kommt. Dann das hier und das hier hat diese Kerbe, wo dann der Turm drauf, das Maschinenhaus drauf kommt. Ja, hier wird eine Straße gebaut und ja, haben die anscheinend gerade mal Platz, um hier 3 Riesenturmteile zu lagern. Die Rotorblätter wurden hier auch gelagert. Das habe ich in der Zeitung gesehen, bevor sie dann hochgefahren wurden. Ja, Maschinenhaus und Narbe sind leider noch nicht da. Hier stehen auch noch 2 Kräne. Ja, ich nehme an, dass sie dann beim Verladen von den Turmteilen helfen. Beziehungsweise im Maschinenhaus, wenn das dann ankommt. Ja, aber das ist doch cool. Dann kommt jetzt hier mal ein bisschen Schwung rein. Dann geht es wahrscheinlich auch beim Turmbau weiter. Also in der Zeitung habe ich gelesen, dass bis Mitte Juli eigentlich alle Schwertransporte abgeschlossen sein sollen. Genau, also ja, müsste eigentlich dann bald auch mal der Großkran kommen und Maschinenhaus. Genau, dann verabschiede ich mich hier an dieser Stelle und dann bin ich wahrscheinlich in ein paar Wochen nochmal hier, wenn dann der Großkran steht und es dann mit dem Aufbau weitergeht.